Hey Leute, hier ist jetzt endlich mal das Sniping Tipps and Tricks Video. Machen durfte ich es zweimal, da zwischenzeitlich meine Festplatte einen Abgang gemacht hatte, war schon halb fertig. Und die Daten da drauf haben sich größtenteils jetzt mal einfach mal verabschiedet. Deshalb hat es jetzt ein bisschen gedauert, aber whatever. Auf jeden Fall ist es jetzt gemacht. Und ja, also ich versuche jetzt einfach mal so grob zu gliedern, woraus beim Snipen meiner Einschätzung nach drauf ankommt. Und ja, also wir haben Präzision, Schnelligkeit bzw. Zielgeschwindigkeit, den Waffenbild, Sachen, die die Map betreffen, die richtige Taktik und ich nenne es einfach mal sowas wie Informationsverarbeitung. Genau, fangen wir mit dem ersten Punkt an, Präzision, wo einer der wichtigsten Punkte, wobei mit Präzision jetzt nicht nur ausschließlich Genauigkeit gemeint ist, sondern auch mit möglichst wenig Kugeln auf eine möglichst beliebige Distanz möglichst viel zu treffen. Und nicht in einem möglichst kurzen Zeitraum möglichst viele Kugeln in die Richtung des Gegners zu schießen. Ja. Also je präziser man ist, desto mehr Fehler kann man sich einfach erlauben. Es hängt allerdings auch von der Zielgeschwindigkeit ab. Präzision ist einfach zu trainieren. Man nimmt zum Beispiel 3 Schuss, also Magnum Magazin, V2 Folding Stock, damit die Fire Rate runtergeht. Stock, Schaft, whatever. Und hohes Field of View. Wenn möglich YFOV, damit die Ziele einfach so klein wie möglich sind. So muss auch die Bewegung der Maushand genauer und ruhiger sein, damit man überhaupt trifft. Außerdem, ich glaube, man merkt auch relativ schnell, dass man jetzt keine große Chance hat, ohne den Kopf zu treffen. Man wird dafür aber relativ schnell besser. Genau. Die Zielgeschwindigkeit ist dagegen nicht ganz so leicht zu verbessern. Da muss man schon als Grundvoraussetzung relativ präzise sein, um überhaupt daran arbeiten zu können. Und man muss den Gegner in einem gewissen Grad antizipieren können. Das gehört auch dazu. Einfach weil der Zeitraum zu eng ist, um zu schauen, was der Gegner wirklich macht. Üben lässt sich das aber ganz genauso, nur dass es halt einfach locker 5-mal so lang dauert. Ein guter Spielmodus dafür ist jetzt zum Beispiel Deathmatch und wenn möglich, sollte der Server auch noch halbwegs voll sein. Das wären dann eigentlich optimale Ausgangsbedingungen. Nächster Punkt auf der Liste ist der Waffenbild. Und wirklich, glaubt mir, egal wie gut diverse Spieler mit ihrer 200 Damage Bar im Sprung no-scopen können, das ist erstaunlicherweise nicht die effektivste Art des Snipings. Ja, ernsthaft, für mich gibt es da wirklich nur eine Regel und die ist, dass die Waffe einen Spread von 0,0000000 hat. 0. Der Rest ist irgendwie egal. Naja, vielleicht kein Infrarotvisier, weil die eine ewig lange In-Scope-Zeit haben. Na gut, der eigentliche Grund ist, weil die einfach overpowered sind und die Infra-Protection Gears einen Effizienzgrad von 4% haben. Die Zahl ist frei gewählt. Ne, ganz ehrlich, die kann man mal aus Spaß benutzen, aber das sollte jetzt keine Voraussetzung sein, dass man die Gegner überhaupt wahrnimmt oder trifft. Ganz wichtig, nächster Punkt, Map-Kenntnis bzw. Map-Movement. Einfach... Man sollte halt immer und auf jeder Map wissen, wo man in Deckung gehen kann und wie man am besten jemanden angreift, der in Deckung ist. Ob man das jetzt offensiv oder defensiv angeht, das bleibt jedem selber überlassen. Außerdem sollte man wissen, wo die Spawns sind, grobe Richtung zumindest, und wo die spawnen, die man gerade gekillt hat. Im Zweifelsfall ist das hinter einem, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, aber wenn man sich ab und zu mal umdreht, dann kann man dem eigentlich ganz gut entgegenwirken. Und, ach ja, genau, die Maps sollte man selber vielleicht auch kennen, das wäre ganz gut, man sollte sie nicht zum ersten Mal spielen, das ist immer von Vorteil, wenn man weiß, wo die ganzen Depots sind, wie man an bestimmte Orte kommt oder wie man Gegner umgehen kann, das ist immer praktisch, solche Dinge eben. Also, nichts Großartiges, einfach ein Gefühl für die Map haben. Ja, und als nächstes, was sollte man denn als Sniper beachten? Ich gehe jetzt einfach mal ein paar Punkte ein, die ich persönlich jetzt einfach als wichtig erachte. Also, das sind natürlich jetzt wieder eher nur Richtlinien, also muss sich jetzt halt keiner dran halten. Das hängt natürlich auch vom eigenen Spielstil ab, ob man sich jetzt da eher offensiver oder defensiver verhält. Das ist jedem selber überlassen, das ist einfach Stil und das muss wirklich jeder selber entscheiden. Aber das sind einfach grundsätzliche Punkte, finde ich, und da kann man jetzt erstmal nichts falsch machen. Also, erstens, als Sniper nicht um die Ecke pieken. Erstens sieht's total bescheuert aus und zweitens gewinnt man eigentlich nie ein Duell. Es sei denn, dein Ping ist 300 oder höher.
Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Zweitens, im direkten Duell sollte man versuchen, so unberechenbar wie möglich zu bleiben. Und damit meine ich jetzt nicht die ganze Zeit Steuerung oder Leertaste zu spammen. Ducken ist zwar grundsätzlich eine ganz gute Möglichkeit, um Kugeln auszuweichen, allerdings nicht, wenn man, bevor man unten ist, schon wieder aufsteht. Naja, und aus der Luft sind die Leute auch nicht viel schwerer zu schießen, weil nämlich der Kopf sich nicht selbstständig bewegt. Bei den meisten. Und wenn man das dann irgendwie mit dem Scopen raus hat, wie schnell die fallen und so, dann ist es mit wenig Übung relativ leicht. Ja, und dann viertens sollte man häufig seine Position wechseln. Allgemein im Spiel einfach. Vor allem, wenn ich gegen feindliche Sniper spiele, habe ich so meine persönliche Regel, dass ich maximal zweimal an einer Stelle auftauche. Weil beim dritten Mal, spätestens beim dritten Mal, wird man einfach predicted und bekommt von den meisten Bodyshot ab. Und soweit man da nicht Glück hat, verliert man das dann immer. Und weil die Leute meistens einfach hart scopen, die scopen auf einen Punkt, warten bis du rauskommst und schießen dir sowieso nicht in den Kopf. Und das gilt es halt zu vermeiden. Und im Spiel sind Positionswechsel einfach gut, weil dann deine Position nicht so leicht auszumachen ist, weil du nicht so leicht zu predikten bist, du bist nicht so leicht mit Nades zu treffen, weil die Leute eben nicht genau wissen, wo du bist. Du musst einfach versuchen, deine Position so gut wie möglich zu verschleiern, sage ich jetzt einfach mal. Fünftens, man sollte sich auf zwei Dinge nicht verlassen. Das ist erstens das Gear und zweitens das eigene Team. Das Gear, weil man davon abhängig wird. Man wird abhängig, dass man Heal Injector benutzt. Man wird abhängig, dass man Tomahawk benutzt. Weil man anders die Leute nicht killen kann oder sonst was. Man wird davon einfach abhängig und wenn einem der Vorteil irgendwie genommen wird aus irgendeinem Grund, dann merkt man erst eigentlich, dass man doch vielleicht gar nicht so extrem gut ist ohne. Und zweitens nicht auf das Team verlassen, weil es einfach schwerer einzuschätzen ist als das gegnerische Team, meiner Meinung nach. Und man sagt, mein Gott, die 4 werden doch wohl den einen da. Aber man selber ist dann meistens der allererste, der drauf geht, egal wie weit du hinten stehst, egal wie viele Teammates vor dir stehen. Und insofern sollte man da wirklich drauf achten. Dann sechstens, bitte benutzt keine Shotgun als Sekundärwaffe, wenn ihr eine Sniper habt. Das ist eigentlich eine Primärwaffe meiner Meinung nach und die sollte man so nicht missbrauchen. Und wenn ihr sie aus irgendwelchen Gründen doch benutzt, dann seid zumindest so fair und benutzt sie nicht gegen andere Sniper auf Close Range. Es ist nämlich irgendwie schon feige, finde ich. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Sondern probiert vielleicht doch eher zu quickscopen, ist vielleicht schwerer, aber nee, probiert es einfach eher zu quickscopen, als auf die Shotgun zu wechseln. Kommt einfach auch besser. Siebtens und letztens, unterschätze keinen Gegner. Ganz einfach. Egal wie er aussieht, egal welches Level er ist. Man stirbt so oft einfach, weil man glaubt, ja, gegen den habe ich ein bisschen länger Zeit. Und dann schaut man zu, wie man von einer AK auf, keine Ahnung, 100 Meter einfach mal Headshot bekommt. Oder von der AMR, was auch immer. Einfach immer konzentriert bleiben und zu Ende spielen. Dann, was gibt's noch? Genau, das HRV. Benutzt es, wenn möglich, nur dann, wenn ihr in Deckung seid und nicht beim um die Ecke laufen, nicht ungeschützt oder sonst was. Und merkt euch einfach grob, wo die Gegner sind, wo sie hinlaufen werden vermutlich und welche Bereiche sie dann abdecken. Benutzt das HRV so oft wie möglich und verschwendet es nicht. Benutzt es, um die Bewegungen des Gegners zu antizipieren und genau. So, letztlich komme ich jetzt noch zum Quickscopen. Und die einzige Sache, die ich dazu sage, ist, es ist sehr zeitaufwendig zu lernen. Und wenn man es nach einem Tag nicht kann, ist das ganz normal. Allgemein gilt, je länger die Einscope-Zeit, desto weiter muss man die exakte Bewegung des Gegners voraussehen. Das heißt, desto weiter muss man zeitlich vorzielen. Üben kann man es am besten ohne Crosshair und mit einer hat, die keine Name-Tags über den Köpfen der Gegner anzeigt. Weil ohne die ist das Spiel nämlich gleich mal 5 Nummern schwerer und dann ist da nichts mehr mit Gegner durch Rauch erschießen und so weiter. Und unabhängig davon, das macht das Zielen wirklich schwerer, weil man einfach nicht mehr diese Horizontale als Orientierung hat. Ich weiß übrigens nicht, wo hier meine Kugel hin ist, wenn nicht im Kopf. Naja, was auch immer. Auf jeden Fall werde ich dann so eine HUD hochladen und dann in die Beschreibung packen. Aber wenn ich jetzt noch groß irgendwas sagen müsste, dann wäre es, Sniping braucht viel Übung und wenn nicht alles sofort auf Anhieb klappt, dann seid nicht enttäuscht, sondern einfach weitermachen. Wenn ihr konsequent übt, dann werdet ihr relativ schnell besser und solange ihr Spaß dran habt, das ist ja eigentlich die Hauptsache, werdet ihr auch dann nicht die Motivation verlieren, weiterzumachen und baut selber eure Builds. Meine Empfehlung ist einfach, die Zero zu halten mit eben 0 Spread. Und wie schnell ihr die dann macht, ist im Prinzip eure Sache. Ich empfehle es euch nur, es nicht zu übertreiben. 80 Fire Rate und 10 Schuss oder sowas, es braucht kein Mensch.
Dadurch neigt man halt einfach auf Dauer mehr zu verschießen. Das ist einfach so. Passt sie euch an, wie ihr wollt. Mehr Speed oder mehr Damage. Das ist wirklich euch überlassen. Insofern, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die bitte unten in die Kommentare. Die Runde ist auch vorbei. 40-3, 34er Killstreak ist jetzt, glaube ich, nicht allzu schlecht. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auf jeden Fall danke fürs Zuschauen.